ist es soweit. Nach so langer Wartezeit wird endlich die neue Nintendo-Konsole gezeigt. Ein neues 3D-Mario. Neues 3D-Zelda. Ein neues Sonic-Game. Halt die Fresse, Sonic. Oh. Seid ihr bereit? Denn hier ist sie. Die neue Konsole in 3, 2, 1. Ja, Sonic. Verpiss dich, du Mann-Sohn. Was ist das? Das ist die Wii U. Wii U? Yep. Hat sie auch Spiele? Spiele? Ja, Spiele. Mario Bros? Nein, richtige Spiele. Sonic. Halt die Fresse, Sonic. Also, du da! Was ist dein Lieblingsspiel? Ich mag Wii Sports. Deswegen bin ich auch so schlank. Ein neues Wii Sports kommt! Da habt ihr es. Ein neues Wii Sports kommt. Wie heißt es? Hey, was magst du? Also, ich mag Schule nicht so. Deswegen gehe ich in einen Club. Einen Sportclub. Wii Sports Club! Es wird sicher gut. Oder? Die Nintendo Wii U. Von dieser Konsole hat Nintendo bis heute noch Albträume, denn die Spielauswahl war fragwürdig. Es gab gute Spiele, als auch viele schlechte Spiele. Doch ein bestimmtes Game hat jeder ignoriert, nämlich Wii Sports Club. Für diejenigen, die es nicht wissen, Wii Sports ist eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten. Jeder kennt es und hat es eventuell schon mal gespielt. Ein Sportspiel für zu Hause mit genau 5 Sportarten zur Verfügung. Tennis, Baseball, Bowling, Golf und Boxen. Das war super, da auch die Wii-Fernbedienung perfekt repräsentiert wurde. Dementsprechend war das Spiel ein Riesenerfolg für Nintendo. Also kam 2009 ein zweiter Teil, Wii Sports Resort. Hier gab es Sportarten wie Schwertkampf, Wakeboard, Frisbee, Bogenschießen, Basketball, Tischtennis, Golf, Bowling, Jetboot, Kanurudern, Radfahren und Luftsport. Beide Spiele waren einfach perfekt. Und bis heute spiele ich die Spiele echt gerne. Ich frage mich jedoch, wie Wii Sports Club entstanden ist. Niemand wollte dieses Spiel. Wir hätten eher gern ein Wii Sports Resort 2 gehabt, wo man vielleicht Wuhu Island erkunden könnte. Doch stattdessen bekamen wir eine hässliche HD-Version von Wii Sports. Magst du diesen Keks? Dieser Keks ist Dreck. Aber ich mag doch den Keks. Wisst ihr, wie man Wii Sports Club spielen konnte damals? Mit einem Abo! Das Game war anfangs nur digital erhältlich. Am Anfang konntet ihr die ersten 24 Stunden vom Spiel gratis spielen. Und sobald der Countdown abgelaufen war, musstet ihr Geld bezahlen. Ich meine, wie lächerlich ist das bitte? Ihr hattet 2 Optionen. Entweder für 2 Euro holt ihr euch ein Tagesticket und könnt dann alle Sportarten spielen. Oder ihr könnt aber auch für 10 Euro die Sportarten einzeln kaufen. Mit dem goldenen Pass. Es gab auch nur am Anfang Tennis und Bowling, der Rest kam erst später. Was auch später erschien, war die physische Form für 40 Euro. Auf eBay kostet das Game inzwischen nur 30 bis 40 Euro. Wer ist so dumm und kauft sich das? Oh, ich will das nicht spielen. Wer bist du? Ich bin Janek. aka Tiny Goomba. Wie? Du kennst Tiny Goomba nicht? Das ist der Typ, der ständig eine Waffe rausholt, 27 Minuten über Mario Galaxy geschwärmt hat, ist Deutschlands größter Sonic-Hater und wurde von Hübi bis jetzt 4-mal reagiert. Adolf. Ich f*** Tiny Goomba! Janek ist aber kein Kind mehr, sondern erwachsen. Genau den brauche ich. Und keine Sorge, Leute, ich weiß, dass es gefährlich ist, zu ihm zu gehen. Denn er hat Waffen. Aber das habe ich auch. Also habe ich meine Wii U in den Rucksack gepackt, das Spiel ebenfalls, ein Geschenk für Tiny und sicherheitshalber ein kleines Messer. Nach mehreren Wochen Bahnfahren durch Deutschland hatte ich ihn endlich gefunden. Und ohne zu zögern bin ich direkt mit dem Spiel in seine Bude geplatzt. Und er hatte richtig Bock drauf. Wir schauen uns gemeinsam Wii Sports Club an. Dafür brauchen wir unsere Wii-Fernbedienung, erstellen schnell unsere Mies
und schauen mal, was dieses Game zu bieten hat. Fangen wir an mit den Sportarten. Als erstes Tennis! Tennis ist ein Spiel, bei dem die Spieler einen Ball mit Schlägern über ein Netz hin und her schlagen. Das Ziel ist es, den Ball in die Spielfeldhälfte des Gegners zu bringen. In Wii Sports wurde das so umgesetzt, dass die Wii-Fernbedienung der Schläger ist. Und es hat perfekt funktioniert. Man konnte sich sogar selbst 4-mal auf dem Spielfeld haben. Als Kind habe ich das oft gemacht und das Ergebnis war ultra lustig. Was Janek als Kind genommen hat, muss ich nicht erklären. Tennis war auf Wii Sports ein riesiger Banger. In Wii Sports Club sieht man einfach, wie alles nur hochskaliert wurde und es sieht nur okay aus. Gameplay-technisch hat sich nichts geändert. Etwas ist jedoch gleich geblieben. Es gab immer 2 Arten von Wii Sports Tennisspieler. In den Werbungen wurde immer gezeigt, wie glücklich alle sind, während sie Tennis spielen. Die einen haben immer mit voller Energie gespielt, als wäre es echtes Tennis. Komplett am Durchdrehen. Nur sah die Realität größtenteils immer so aus. Oh mein Gott, Digga, ist das scheiße. Tennis? Ball. Baseball! Baseball ist ein Spiel mit 2 Mannschaften. Man nimmt den Schläger und schlägt den Ball aus dem Stadion raus. Für einen Home Run. Wenn der Ball getroffen wird, können die Angreifer Punkte erzielen, indem sie zu 4 verschiedenen Stationen laufen. Die Verteidiger versuchen dies zu verhindern, indem sie den Ball schnell zur nächsten Station werfen. Wer mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. In Wii Sports wurde das Ganze wieder gut umgesetzt. Die Wii-Fernbedienung als Schläger zu benutzen ist echt cool. Das ist zwar in Wii Sports Club auch noch der Fall, allerdings funktioniert das oft nicht. Plus, es gibt nun diese neue Funktion, den Ball zu werfen und zu halten. Man benutzt das Wii U Gamepad. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Nur so kann man den Ball werfen und fangen. Das sieht nicht nur schlecht aus, es fühlt sich auch schlecht an. Janek hatte zumindest seinen Spaß. Ich auch. 1, 2, Bowling! Jeder hat schon mal Bowling gespielt. Man nimmt eine Kugel in die Hand und schmeißt sie auf die Kegel zu. Je mehr man trifft, desto mehr Punkte kriegt man. In Wii Sports haben die meisten aber was anderes getroffen. Nichtsdestotrotz war Bowling solide in Wii Sports. Und jeder Effekt war einfach nur geil. In Wii Sports Club ist alles gleich geblieben. Auch das Werfen der Kugel nach hinten. Es sieht alles exakt gleich aus. Außer den Effekten. Die fühle ich nicht. komm schon! Golf ist die entspannteste Sportart von allen. Du hast einen Ball und versuchst ihn mit wenigen Schlägen ins Loch reinzukriegen. Wii Sports hat einem wirklich das Gefühl gegeben, dass man Real-Life Golf spielt. Die Wii-Fernbedienung macht auch hier einen tollen Job. Und dann kommt Wii Sports Club und macht es hässlicher und zwingt dich, das Wii U Gamepad zu benutzen. Dass sowas nicht funktioniert, muss ich wohl nicht erklären, oder? Aber hey, einen tollen Schlag hatte ich. Das Gamepad in die Tonne. Okay. Ich bin Janek. Okay. Ich bin Janek. Okay. Ich bin Janek. Okay. Ich bin Janek. Boxen! Im Boxen schickst du einen Gegner in die Fresse. Das war in Wii Sports mit coolen Effekten richtig gut. Du konntest jeden schlagen. Kinder, Frauen, Männer und Sonic. Mit einem Nunchuck konntest du so Boxen spielen in Wii Sports. Und es hat super funktioniert. In Wii Sports Club wurde das entfernt. Stattdessen kannst du mit 2 Wii-Fernbedienungen spielen. Oder mit einer. What the fuck is this piece of shit? Das heißt, du schlägst nur mit einer Faust die ganze Zeit. Und alles sieht so unpolished aus. Was ist das? Da hilft auch diese neue Pause-Animation nicht, wenn alles so ultra schlecht ist. Oh, mein verfickter Hals. Ja, Ronald, das ist für dich. Ich bin Janek.
Kommen wir nun zu den Trainingsspielen. In Wii Sports gab es neben den Sportarten Trainingsspiele, wo man für jede Sportart trainieren konnte. Die waren alle sehr kreativ und gut umgesetzt und haben auch sehr viel Spaß gemacht. Wii Sports Club macht da einen recht guten Job. Bei Tennis gibt es diese Ringe da. Dann gibt es ein Game, wo man Maulwürfe schlagen muss. Dann gibt es ein Game, wo man die Bälle von dieser Ente hier zurückschlagen muss. Bei Baseball muss man diese durchsichtigen Wände treffen. Dann gibt es ein Game, wie viele Home Runs man schafft. Und zu guter Letzt gibt es ein Werfen- und Halten-Minigame, was nicht funktioniert. Und wo man Essen oder auch Gegenstände halten kann. Bowling ist so ziemlich das Beste. Neben Bowl mit 5 Versuchen gibt es auch ein Minigame mit 15 verschiedene Kegelpositionen. Und die sind wirklich schwer. Als auch gibt es den Dreiwurf und das macht mega Spaß, all diese Kegeln fallen zu sehen. Man hat immer 3 Versuche und es gibt verschiedene Kegelpositionen, was für eine tolle Abwechslung sorgt. Golf hat den 10-Loch-Modus, wo man 10-mal den Ball in verschiedene Löcher kickt. Dann gibt es Golf Bingo, was so ziemlich das Beste ist. Und als letztes haben wir Zielschießen, wo man den Ball so schlagen muss, dass er auf diese Fläche hier landet und nicht ins Wasser. Boxen hat Scheibenschlagen, was nicht funktioniert, wenn man nur mit einer Wii-Fernbedienung spielt. Dann gibt es das Säcke-Schlagen so schnell wie möglich. Und dann gibt es noch Ausweichen vor Bällen und gleichzeitig die Scheibe schlagen. Das waren auch alle Trainingsgames. Sie sind so ziemlich das Beste im ganzen Spiel. Mehr auch nicht. Schauen wir uns nun den Fitness-Modus an. In Wii Sports gab es diesen Fitness-Modus, wodurch man sein Alter herausfand, je nachdem wie man sich in den angegebenen Sportspielen angestellt hat. Das Ergebnis war durchaus amüsant. Echt jetzt? Wie? Nein? Also gut, dann gucke ich mir mal den Modus mal an. Das Spiel hat das nicht. Na gut, dann schauen wir uns den Club-Modus an. Ihr wisst schon, das, wofür der Name steht, wofür das ganze Game vermarktet wurde. Der Kaufgrund für dieses Spiel. Man kann online spielen, einen Club beitreten. Oh Junge, los geht's! Was? Okay. Dann lass einfach Tennis online spielen. Warte, das geht auch nicht mehr? Okay, dann Baseball. Baseball, ja, Baseball. Was? Bowling, ja, Bowling. Ja, natürlich geht Bowling auch nicht. Golf, safe, komm, Bro, Golf ist das Entspannendste. Bro, was? Okay, von mir aus, dann halt das Beschissenste von allen. Dann halt verfickt nochmal Boxing. Bitte, bitte. Wieso gibt es kein Online? Man kann online spielen, einen Club beitreten. Der Kaufgrund für dieses Spiel. Oh Junge, los geht's! Ja, Nintendo hat Anfang 2024 den Online-Service der Wii U und den Nintendo 3DS eingestellt. Das bedeutet, ihr könnt nicht mehr online spielen gegen andere. Was auch bedeutet, dass Wii Sports Club keinen Grund hat zu existieren. Ihr spielt wortwörtlich eine schlechte Version vom 2006-Spiel. Alles ist schlechter geworden. Besonders die Texturen und die Musik. Baseball, Golf und Boxen wurden richtig verkackt. Und es gibt auch nicht mehr den Club-Modus, womit man das ganze Game vermarktet hat. Es ist das herzloseste Nintendo-Game aller Zeiten. Ich meine, man hat das natürlich gemacht, damit die Wii U sich ein bisschen mehr verkauft. Hat ja richtig gut geklappt. Das Game kam so miserabel an, dass es nicht mal in den Top 20 meistverkauften Wii U-Spielen ist. Wii Sports, ein Spiel mit fast 83 Millionen Verkäufen, mit einem zweiten Teil, der sich über 33 Millionen Mal verkauft hat, kommt dann mit diesem Dreck zu einem Ende. Traurig. Einfach nur traurig. Ich bin ein Monster! Ich bin Janek. Ich glaube, wir werden jetzt sterben. Ich bin Janek. Hallo! Zeit für einen Retro-Kampf. Okay. Oh oh! Au! Ah! Okay. Ah! Ah!
Das funktioniert nicht. Okay. Wir brauchen Hilfe von ihm. Meinst du etwa? Ich bin Sonic, eine kleine blaue Kugel aus Superenergie. 2 Items, eine Banane und Sonic Frontiers. Sonic Frontiers, Sonic Frontiers. Ich zocke fast nur Games aus meiner Kindheit. Aktuelles Zeug könnte mir dafür, dass ich Gamer bin, nicht weiter am Arsch vorbeigehen. Geil. Aber wenn 4 bis 5 gute Maps dort mehr wären, mit mehr Events und vielleicht sogar alternativen Routen, kommt dabei ja was rum. Ich werde nicht über Sonic reden. Und ich würde mir lieber die Pulsadern aufschneiden beim Replay Kumu-Rennen, als mir Sonic Frontiers anzutun. Sonic Frontiers, Sonic Frontiers. Sonic Frontiers. Hätte ich das Spiel, würde ich's werfen. Ich hasse Sonic. Wo ist denn der dicke Yannick hin? Und jetzt? Ich komme wieder mit einem neuen Spiel. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, Glocke zu aktivieren, netten Kommentar schreiben und Like dazulassen. Bis zum nächsten Video. Ciao!